Es gibt die Hopf Saturn und da gibt es ein kleines Problem bei der Gitarre, und zwar die Schaltung. Ich habe keine Schaltung im Internet gefunden, also ich weiß nicht, wie die aufgebaut ist. Ich habe die auseinandergenommen und da habe ich gesehen, das hat schon mal jemand geändert. Die Schaltung passt zu nichts, was man so findet im Internet. Und daher habe ich mich dann auf die Suche gemacht, gibt es was Vergleichbares? Ich habe dann von Schaller eine Schaltung gefunden zu einer, die Schaltung heißt Cream 2 und ist eigentlich für Pickguards, also ein Pickup, der dann am Pickguard angebaut ist für Jazzgitarren. Und das kommt eigentlich so der Schaltung schon ziemlich nah. Also wir haben bei der Gitarre diesen Wahlhebelschalter mit 4 Stufen. Und die 4 Stufen sind eben eins Treble weniger, Treble mehr, Bass weniger, Treble mehr, Bass mehr und Bass weniger als 4. Stufe. Daneben gibt es dann 2 Volume-Regler. So, und wie ist das Ganze aufgebaut? Was kann ich dann jetzt in die Gitarre einbauen? Ich habe mir jetzt erstmal ein Workaround gebaut. Ich habe einfach gesagt, okay, ich nehme zwei 250K Volume Potis. Das entspricht auch der Beschaltung, die ich da vorgefunden hatte. Es war aber im Original 100K. So, und die führe ich jetzt in diesen Wechselschalter, in diesen Pickup-Switch rein. Und dann rechts habe ich dann einen ganz klassischen Treble-Regler gebaut. Einfach ein Kondensator, 0,47 Mikrofarad und dann 500K als Potentiometer und dann geht es raus zur Buchse. Das ist ziemlich einfach zu implementieren und so habe ich es jetzt auch aktuell an der Gitarre erstmal implementiert und schaue dann mal weiter, ob ich das lasse. Ich wollte dann aber wissen, wie das Original mit diesem Vierfachschalter funktioniert und habe dann nach Schaltungen gesucht mit Schaller-Hardware, die dann auch so einen Vierfachschalter verwenden. So, schauen wir uns die Schaltung mal an. Das ist die Schaltung von diesem Pickguard-Teil, ne? Also wo man so ein Pickup hat, Pickup, und der ist dann direkt an diesem Pickguard angebunden und da hat man dann die Potentiometer für Umschalter und so weiter dran. So, und dann ist dann meistens auch da die Buchse und das kann man dann als Set für Jazzgitarren, konnte man das früher so kaufen und das hat eben Schaller als Cream irgendwie angeboten. Das habe ich zumindest von Schaller im Internet gefunden. Schaller hat die Pickups gebaut, auch in der Saturn. Dieser Umschalter ist exakt der gleiche. Den haben wir jetzt hier. Also das ist dieser Umschalter mit einem Schleifer, einem Schleifring mit 2 Kontakten, die dann über maximal 4 Positionen gedreht werden können. Den kann man auch wirklich nur mit, also ich kriege den so mit den Fingern nicht gedreht, nur mit Zange. Ja, und hier hängen noch so ein paar Kondensatoren dran, aber das ist technisch der gleiche Schalter. Ja, das sind nicht 2 Schalter, sondern es ist einer. Es gibt sowas auch mit mehreren Ebenen, aber es ist wirklich nur einer. Das ist ein Halbkreis und das ist ein Halbkreis. Und wenn man die bewegt, bewegen die sich in die gleiche Richtung. Also wenn ich den Schalter hier oben auf die Position 4 bringe, dann habe ich auch hier unten die Position 4. Fangen wir mal mit der Position 3 an. Das wäre hier diese Position. Kann man das noch ein bisschen größer machen? Jo. Weil das ist hier nur die Filterschaltung, die uns jetzt hier interessiert. So, in der Position 3 haben wir das Signal, das kommt hier von dem Pickup, geht hier rein, geht auf den Kondensator hier vorne mit 2 Nanofarad und geht auf den Umschalter. Und schauen wir uns den Umschalter mal an. Das Signal hier oben ist nicht belegt. Hier unten gehen wir direkt wieder auf den Ausgang. Hier unten geht es zum Volume-Regler. Somit haben wir hier eine Brücke über den Kondensator. Wir haben also keinen Kondensator, keine Filterfunktion, die aktiv ist. Position 3 ist Filter Bypass. Ne? Treble Plus und Bass Plus. Wie auch immer. Ja, also es ist keine Bassanhebung, sondern das volle Signal liegt an. Wir haben keinen aktivierten Filter. Die nächste Schaltung wäre dann, schauen wir uns mal 1 an. 1 Signal geht rein. Das wäre dann hier vorne auf den Schalter und hier oben auf diesen Schalter. Hier oben hätten wir dann das Signal bei der 1 hier drüber und wir haben eine Verbindung, aber parallel, also das Signal geht durch, der Kondensator ist damit überbrückt, aber wir haben hier auf der 1 haben wir 22 Nanofarad gegen Masse und mit der Impedanz von dem Pickup und dem Volume-Regler haben wir damit dann auch einen Tiefpass, weil die Höhen jetzt gedämpft werden. Hopf hat das hier als Low Pass bezeichnet. Schauen wir uns mal die 2 an. Position 2 ist hier oben nichts.
Position 2, das wäre hier die Leitung. Das bedeutet, wir haben ein Signal hier drauf. 2 ist nicht belegt, also wir haben keine Überbrückung dieses 2 Nanofarad Kondensators. Ja, und dann haben wir noch einen Kondensator gegen Masse und somit haben wir hier einen Bandpassfilter. Ja, sowohl Höhen als auch Bässe werden gemindert. 2 ist somit diese Mimik. Ja, also wir haben dann den Eingang 2,2 Nanofarad zum Ausgang und gegen Masse haben wir 22 Nanofarad. Schauen wir uns 3 an, hatten wir schon, ne? Das geht einfach durch. 3 wäre diese Schaltung. Na, jetzt macht auch noch die LED schlapp hier. Und die Schaltung 4, da haben wir dann nur 2 Nanofarad als Durchgang. Können wir uns aber auch anschauen, elektrisch. Hier oben der Schalter spielt keine Rolle und hier unten der Schalter auch keine Rolle. Dann haben wir das Signal bei der Position 4, daher zeichne ich die als letzte, nur über diesen Kondensator, der dann höhere Frequenzen besser durchlässt als tiefe Frequenzen. Daher haben wir hier eine Bassabsenkung. B-, B-, das wäre dann der High Pass. Ja? So, und damit hätten wir dann auch alle 4 Schaltungen. Und ich glaube, dass diese Schaltung, diese Mimik, exakt die Mimik ist, die in der Hopf Saturn verwendet wurde. Weil auch Schaller als Systemlieferant bei Gustav Glassel verwendet wurde. Und es wurden ganz viele Gitarren eben komplett mit Schaller-Equipment. Pickups von Schaller, ne? Also eine Pickup, die ganzen Schalter, das ist alles Schaller-Hardware. Und ich glaube, dass Schaller komplett Pakete fertig gemacht hat. Die wurden dann zu dem Gitarrenbauer geschickt und der hat dann das Ganze nur noch eingebaut, also als Komplettlösung. Glaube ich, bezeugen kann ich es nicht. Ich habe da auch keine großen Recherchen gemacht. Ich habe nur im Internet gesehen, es gibt Pakete noch zu kaufen, wo genau so eine Mimik fertig, Umschalter, Volume-Pedal, Volume-Regler plus Pickup als fertiges Paket zu kaufen ist. Und hier vorne, das ist auch besonders, die Pickups, die wurden immer mit einem 3,5 mm Stecker geliefert. So, und das macht es natürlich einfach, dass man diese Mimik auch einbaut, durch die Decke den 3,5 mm Stecker durchführt. Dafür mussten die dann ein 4 mm Loch bohren, durch und dann in die Elektronik einstecken. Also habe ich die Schaltermimik für diesen Filter mal in meine Ersatzschaltung eingebaut. Also mein Filter, diesen rosa Teil, der fällt weg und dafür kommt jetzt der Bereich in dem orangefarbenen Block. Und dann hätte ich vermutlich die korrekte Schaltung für die Hopf Saturn 63. Zuerst die Volumeregler, 2 Stück, Umschalter, dann diese Filterschaltung und dann die Ausgangsbuchse. Und damit hätte ich dann diese 4 Schaltungen T-, T+, B-, T+, B- und so weiter. Theoretisch hätte man jetzt auch die Filterschaltung kombinieren können. Also die Filterschaltung von Hopf, die originale, plus meine. Da aber der Pin 3 nicht belegt ist, ist das illusorisch. Das wird so nicht funktionieren. Also der Pin 3 oben ist bei mir nicht belegt. Da ist keine Niete drauf. Bei der Variante wäre auch die Reihenfolge der Schalter geändert worden, also Volume zum Schluss und Umschalter ganz am Anfang. Ich habe auch andere Schaltungen im Internet gefunden, gerade für die Höfner. Solid Deluxe gab es eine schöne Anleitung. Und hier wird auch genau der gleiche Drehschalter, aber mit 5 Positionen verwendet. In der Mittelposition leitet er durch, hat aber komplexere Schaltung, weil er auch Widerstände verwendet und mehr Kondensatoren. Durch den 33 Kiloohm Widerstand auf der linken Seite in Reihe mit den Kondensatoren hat man natürlich jetzt ein anderes Verhalten des Filters, der wird weicher klingen. So, das war jetzt eben die Schaltung von 1964, jetzt haben wir eine Schaltung von 1974 und hier sind die Widerstände wieder weg. Woran es lag, ob das daran lag, dass der Gitarrenmarkt zusammenbrach, weil jetzt die Japaner mit billigeren Produkten auf den Markt gekommen sind, weiß ich nicht, aber die Produktion in Deutschland wurde teurer. Und so komplexe Schaltung war noch nicht mehr angesagt. Es ist viel einfacher, ein Potentiometer mit einem Kondensator als Treble-Regler zu verwenden, als so ein Umschalter. Diese Umschalter sind auch wirklich teuer. Ja? Das sind Kosten, wenn man die einzeln kaufen wollte, dann kosten die auch heute 10 Euro oder mehr. Und ein Potentiometer mit einem Kondensator kosten halt vielleicht 2 Euro, wenn man die einzeln kauft. Ja?
Und dann kommen wir noch zu einer Besonderheit. Auch die Hopf Saturn 63 hat eine Evolution durchgemacht und ich weiß nicht, welches Modell zuerst da war. Ne, ich habe so ein Modell, bei dem größeren Loch eben der Pickup-Umschalter zwischen Hals-Pickup und Steg-Pickup ist. Bei der Variante mit dem Umschalter, der extra in der Gitarre drin sitzt, hat man zwei Volume-Regler und den Umschalter mit den Filterstellungen. Dann gibt es aber eine zweite Variante von der Gitarre. Ich habe auf jeden Fall die rechte Variante vom Tremolo-Hebel, aber die linke Schalterstellung. Jetzt schauen wir mal rechts. Da gibt es zwei Wahlschalter und ein Wahlschalter ist der Tonfilterschalter und der zweite Schalter ist dann der Pickup-Wahlschalter mit drei Positionen. Hals-Pickup, beide Pickups oder Steg-Pickup. So, und dafür wird eine andere Elektronikbeschaltung benötigt. Die habe ich hier mal versucht zu skizzieren. Wir haben zwei Schalter und ein Volume-Poti. Und dann würde ich das so vermuten, dass es so beschaltet ist. Ich habe jetzt wieder von der Schaller Cream-Schaltung die Kondensatoren übernommen. Ne, 4 Stufen. Und hier direkt nach den Pickups habe ich den Umschalter eben ausgetauscht gegen einen Drehschalter. Das wird vermutlich ein ähnlicher Drehschalter sein wie der für die Tonregelung, gegebenenfalls kleiner, weil der jetzt wirklich nur noch 2x3 Kontakte braucht, mit einem Schleifring, der auch durchgehend ist wieder, also nicht getrennt. Der Abgriff von dem Schleifring geht dann zu dem zentralen Kontakt von dem Filterschalter. Ich habe das jetzt so gemacht. Auf der Position 1 ist auf jeden Fall oben der Pickup aktiv. Auf der Position 2 der Mittelstellung wären beide Pickups aktiv. Und auf der Schalterstellung 3 ist nur der Steg-Pickup aktiv. Wie das jetzt in der Realität aussieht, muss ich passen. Man findet dazu nichts im Internet. Aber so würde es funktionieren. Ja? Und ob man da jetzt unten ein 100 Kiloohm oder ein 500 oder 250 Kiloohm Potentiometer als Volumeregler zum Schluss hat, spielt kaum eine Rolle. Ja, das kann man nehmen, wie man möchte. Man kann die Wahlschalter auch jeweils nochmal brücken mit einem 1 Megaohm Widerstand, falls es wirklich Umschaltgeräusche geben sollte. Und dann zeige ich jetzt nochmal kurz die Schalter. So, dann machen wir auch noch den Schaller Pickup-Wahlschalter. Der Durchmesser entspricht dem, den auch heute die Göldo-Schalter haben. Also man könnte jetzt einen Göldo-Schalter nehmen und nimmt dann einfach diese Überwurfmutter und hat dann einen neuen. Die Göldos sind dann aber tiefer, weil die anders aufgebaut sind. Hier sind noch Drähte als Brücke durchgelegt worden. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben jetzt hier in der Stellung diese Kupferplatte, kann verschoben werden. So, jetzt haben wir die Mittelstellung. Jetzt haben wir den mit dem verbunden. Jetzt haben wir den mit dem verbunden. Ich kann aber hier rüber und dann haben wir die beiden mit dem verbunden. Jetzt haben wir des Rätsels Lösung doch gefunden. Ich hatte nämlich noch einen und da habe ich die Kabel abgeschnitten. Jetzt wissen wir, wo die Anschlüsse waren und wo die Brücken sind. Und damit wird das Ganze etwas einfacher. In einer Schalterstellung werden 3 Punkte miteinander verbunden und das ist diese Stellung, nicht die Mittelstellung. Und da werden 3 Kontaktflächen miteinander verbunden, also ein Ausgang mit 2 Pickups. Und das wäre diese Stellung. Ich sage jetzt mal einfach die Schalterstellung Nummer 1. Hier links ist ja wahrscheinlich der Ausgang gewesen. Hier ist der Ausgang und hier sind die Pickups angeschlossen. Hier ist eine Drahtbrücke und hier ist eine Brücke rüber zu diesem Kontakt. Also das hier wäre dann sozusagen Pickup 2 und hier ist Pickup 1 und 1 drauf. So, und wenn ich das Mittelstück, die Kontaktfläche verschiebe, dann sind wir in Position 2. Also das ist jetzt merkwürdig für viele Gitarrenspieler. Mittelposition bedeutet bei diesen Metallschaltern, bei den alten Schlaggitarren, dass nicht beide Pickups aktiv sind, so wie das heute üblich ist, sondern dass nur einer aktiv ist. Und zwar ist jetzt, schieben wir mal das noch ein bisschen weiter, ist nur der Pickup aktiv, der hier auf diesen beiden angeschlossen ist.
Und der ist dann mit dem Ausgang verbunden. Dadurch, dass hier so eine Brücke drin ist. Ja, die sorgt dafür, dass jetzt auch hier auf dieser Schalterstellung dieser Pickup aktiv ist und der ist dann inaktiv. Ja, ich habe ja einfach mal so ein Minus für aus dargestellt. Und der Schalterstellung 3, der ändert sich das jetzt. So, machen wir mal Schalterstellung 3. Und da haben wir dann dieses Kupfer-L verbindet dann den Ausgang mit dem zweiten Pickup. Also wenn wir jetzt hier wieder überall 2, 2 und da ist 1. Ja, die sind ja hier verbunden, habe ich jetzt übersehen. So, und jetzt haben wir den Pickup mit dem Ausgang verbunden. So, ein Pickup, 2 Pickups. Heutige Umschalter, ich sage jetzt mal wieder diese von Göldo, die haben natürlich hier oben so eine Schraubkappe drauf. Und da kann man das, glaube ich, gut unterscheiden, ob jetzt hier so ein Metallteil drin ist oder also so ein klassischer Schaller-Umschalter drin eingebaut ist oder ob es ein neuer Umschalter ist, der anders funktioniert. Die neuen, die haben in der Mittelstellung, verbinden die eigentlich alle Pickups, die eingebaut sind und die eben nur in einer bestimmten Position. Das ist bei der Analyse von der Gitarre natürlich auch doof, weil man dann gegebenenfalls denkt, der Pickup wäre kaputt. Ist nicht, ist nur eine andere Schalterstellung. Ich hatte davon 2 und da war jeweils so eine Brücke durch den Schalter durchgelegt. Das Ganze, man sieht hier dazwischen, so ist vielleicht besser zu erkennen, dazwischen ist immer noch eine Drahtspange, an der das Ganze rastet. Das ist so eine Feder, die hier mit drunter liegt. Eine Feder, die da drunter liegt und dann hier vermutlich Druck drauf ausübt, sodass die hat entsprechende Rastpunkte. Das ist einfach nur so ein Draht mit ein paar Rastpunkten und da gleitet dann die ganze Mimik dran vorbei. Die habe ich aber nicht mehr getestet, ob die wirklich funktionieren, sondern direkt ersetzt gegen andere. So, das ist der Treble-Schalter. Der ist natürlich dann auch vermutlich von Schaller. Ich habe leider noch nicht gefunden, ob irgendwo ein Stamp ist, Made in Germany. Aber von der Verarbeitung her würde ich sagen, das ist etwas von Schaller. Ja, und Bilder deuten darauf hin, dass die auch mehrfach in ähnlicher Form verwendet worden sind. Der hat jetzt 4 Stellungen. Der hat eine Zuleitung. Machen wir das mal hiermit, damit sieht man es besser. Die Zuleitung erfolgt hier. Hier in der Mitte hat man den Leiterkreis, auf dem das Signal dann nonstop aufliegt. Und dann hat er 2 kleine Fähnchen. Eine Fahne liegt jetzt hier. Da ist gar kein Kupfer drauf gemacht worden. Also der Schalter ist speziell auch wirklich für diese Hopfgitarre vorbereitet worden. Also die Kontaktflächen wurden hier gar nicht aufgenietet. Und wenn man den jetzt dreht, dann sieht man so ein bisschen, hier ist eine Kontaktfahne und da ist eine Kontaktfahne und die ganzen Kontakte dienen hier wie Schleifer da drauf. So, und jetzt habe ich eben einen Kontakt von dem zuführenden Schleiferring auf diesen Schleiferkontakt. Wir sehen jetzt hier einen längeren Schleifer. Das ist der Teil, wo dann die Zuführung drüber stattfindet des Signals. Und wir sehen hier einen Kontakt und da einen Kontakt. Das sind die so ungefähr gegenüberliegend sind. Und wenn man den jetzt dreht, das müsste 1 sein von der Einbauposition 1, 2, 3, 4. Hier ist die Zuführung 1, 2, 3, 4 und dann das gleiche nochmal auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wobei 3 und 4 hier nicht belegt sind. Und damit könnte man dann nachschauen in der Zeichnung, ist das jetzt die Treble-Seite, also Treble Pass oder Treble Trap. Die ganze Mimik, kann man auch erkennen, wurde wohl für mehrere Schaltervarianten verwendet. Wenn hier noch ein Stoppring irgendwo mit drin ist, hier zwischen ist die Mechanik. Man sieht hier, das ist wirklich mechanisch aufgebaut. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass man daraus einen 3-fach Wahlschalter oder auch einen 5-fach Wahlschalter machen kann.
So, und wenn ich euch jetzt helfen konnte oder ihr vielleicht sogar die originale Schaltung kennt, ich hatte ja eine modifizierte Gitarre, lasst es mich wissen, schickt mir was in den Kommentaren, schickt mir ein Dokument zu, sodass ich mal schauen kann, wie sieht denn die Schaltung richtig aus. Ich wäre euch sehr dankbar. Ciao.